Der Pur wird zur Burg Finsterfels wohl weniger ein Weg als eine Prüfung. Der steile, vom Karrenfürschen zur fürchte Aufstieg zwang die Beine in ein brennendes, mechanisches Stampfen. Die grauen Mauern fronten nicht majestätisch. Über der Landschaft, sie quetschten sich aus dem Fels wie eine verhärtete Wunde. Die Luft roch nach Simgestein, unter dem scharfen Rauch von Holzfeuern, der sich mit dem süßlichen Dunst von Fäulnis aus dem unsichtbaren Burggraben vermischte. Jeder Schritt brachte einen näher an den strengen Blick des Torwächers, der in seiner Nische lehnte, als wäre er aus demselben Granit gemeißelt wie die Tinnen über ihm. Seine Prüfung war wortlos, bestand nur aus einem langen, abschätzenden Mustern der abgetragenen Kleidung und der staubigen Stiefel. Die Papiere wurden mit einer schmutzigen Hand entgegengenommen, kaum eines Blickes gewürdigt und dann mit einem knappen Nicken quittiert. Die erste Lektion erfolgte nicht als Willkommensgruß, sondern als knappe Warnung, die über die Schulter zurückgeworfen wurde, während er das schwere Eisentor aufstemmte. Der in der Burghof dürft vor den Wirklingen des Morgenglockentons nicht betreten werden. Die Worte hingen in der kühlen Zugluft des Torbogens. Eine Überei vergessen, Magd habe das letzte Woche vergessen. Die blutigen Striemen auf ihrem Rücken seien erst jetzt am Verheilen. Die Information wurde sachlich serviert, wie die Angabe des Wetters. Der Hof selbst war entschärft aus Licht und Schatt aus Licht und Schatten, eingefasst von hoch aufragenden, fensterlosen Mauern. Der Geruch wechselte daher zu einer dickeren, komplexeren Mischung, der beißende Rauch der Schmiede, der säuerliche Duft von Gärfässern und allgegenwärtig der schwerwürzige Gestank von gekochtem Kohl, der aus einem der unteren Gewölbe zu sickern schien. Die Zuteilung erfolgte ohne Zeremonie. Ein Küchenknecht mit fettglänzender Schürze führte einen durch einen niedrigen, gewölbten Gang vorbei an schemenhaften Gestalten, die ihre Köpfe einziehen, als erwarteten sie einen Schlag. Die Kammer lag am Zwinger, ein fensterloser Alkoven, der mehr in die dicke Außenmauer gehacktes gebaut worden war. Die Luft war kalt und feucht, roch nach Schimmel und dem scharfen Ammoniakgeruch von altem Stroh. Eine schmale Prüche aus grob behauenen Brettern, darüber ein dünner, klumpiger Sack, der als Strohsack diente, bildeten das gesamte Mobiliar. Ein einziger rostgeschwärzter Eisenring in der Wand hielt eine qualmende Kiensbahnfackel, deren fleckendes Licht die unebenen Steinwände in tanzende Schatten hüllte. Es war der Raum, den man für die kommenden Monate, vielleicht Jahre heim nennen sollte. Der Küchenknecht blieb in der Türöffnung stehen, ein dunkle Silhouette gegen das trübe Licht des Korridors. Man solle sich bei der ersten Morgenglocke im Kühngewölbe einfinden. Nicht früher, ein letzter, bedeutungsschwerer Blick, dann verschwand er und man war allein mit dem Echo seiner Schritte und dem leisen, steten Tropfen von Wasser irgendwo im Dunkel hinter der Wand. Die Stille war nicht friedlich, sondern wachsam, als halte die Burg den Etermann und warte darauf, welchen Fehler der Neue als erstes begehen würde. Die erste wahre Lektion. In sozialer Navigation orientiert sich nicht im Hof oder in der Küche, sondern in der Enge eines steinernen Schlunders.
der Hauptwendeltreppe, die die Welt der Burg vertikal ordnete. Sie verband die dunstigen Gewölbe der Vorratskammern und Küchen mit den luftigeren Gemächern der Ritter und schließlich dem Bergfried, der wie ein steinerner Zeigefinger in den Himmel ragte. Die Treppe war schmal, die Stufen durch, anselige Füße in der Mitte zu schalenartigen Molden. Abgenutzt, die Kanten scharf und unnachgiebig. Das Licht fiel nur spärlich durch schmale Schießscharten, so dass man sich meist in einer dämmerigen Zwielichtwelt bewegte. In der Geräusche das Rascheln von Stoff, das Klirren von Metall, das schlurfende Geräusch von Ledersohlen auf Stein, wichtiger wurden als das Sehen. Die Regel war einfach absolut und wurde einem nicht mitteilt, sondern aufgezwungen. Aufgezwungen auf der Wendeltreppe hatte der hohe Gestellte immer Vorrang. Es gab keine Diskussion, keine Höflichkeitsgesten. Man hörte das Klappern von Stiefeln mit metallenen Sporen von oben oder das leise Schleifen eines seidenen Gewandes von unten, und der Körper musste sofort reagieren. Zurückweichen bedeutete, sich flash gegen die kalte, raue Mauer zu pressen, den Blick senkt, den Atem angehalten, während die vorbeiziehende Präsenz einen Raum einnahm, der nicht ihr gehörte, aber ihr durch Geburt oder Amt zugestanden wurde. Die Kälte des Steins drang durch das grobe Leinen des Hemdes, ein physisches Erinnern an den eigenen Platz. Ein Ritter, schwer in Leder und Stahl, presste einen beinahe in die Mauer, sein Atemrock noch Wein und Metall, ein Edelfräulein begleitet von einem Hauch Lavendel und dem Raschel von Samt, zog vorbei, ohne auch nur eine Veränderung der Luft um sich herum zu bemerken. Ihre Demut war unsichtbar, ein notwendiger Schatten, der mir Glanz warf. Die anderen Mägde und Mägde befolgten diese Regeln mit einer tierischen Instinktsicherheit, die atemberaubend war. Sie bewegten sich wie ein einziger Organismus, der auf ungesehene Signale reagierte. Ein leichtes Zucken der Schultern, ein angehaltenes Schnaufen, ein flüchtiger Blick nach oben, das genügte, um die gesamte Prozession eines Dutzend. Dienstboten beladen mit Holz, Wasser oder Wäsche, wie eine Welle in Hals, Wasser oder Wäsche, wie eine Welle an die Wand branden zu lassen, um Platz für einen einzelnen Edelknappen zu machen, der lässig hinabstieg. Es gab keine Blicke des Widerwillens, keine unterdrückten Seufzer. Ihre Gesichter waren Masken aus leerer Ergebenheit, als wäre das Pressen gegen den Stein ein natürlicher Teil der Fortbewegung, wie das Atmen. In der Küche, während man riesige Töpfe scheuerte, erzählte der alte Gerwin, dessen Rücken von Jahren solchen Duckens gekrümmt war, die Geschichte von Elsbeth. Vor erst 2 Jahren war Elsbeth in der Kammermarkt gewesen, jung und vielleicht ein wenig zu flink in ihren Bewegungen. Auf der engen Treppe zum Wäscheraum, so hieß es, sei sie aus Versehen mit einem vollen Korbleinen gegen den Edelknappen Bertram gestoßen. Der Korb war gefallen, die saubere Wäsche auf die schmutzigen Stufen verstreut. Ein Unfall, ein bedauerlicher Moment der Ungeschicklichkeit, doch in der Geometrie der Damit gab es keine Unfälle, nur Verstöße. Der Stoß war als Herausforderung gewertet worden, die Verschmutzung der Wäsche als symbolische Befleckung. Elsbeth wurde nicht ausgepeitscht.
Das war eine öffentliche, aber letztlich begrenzte Bestrafung gewesen. Stattdessen wurde sie unsichtbar gemacht. Man sah sie nun im Schweinestall, eingehüllt in einen beißenden Gestank, der wie eine zweite Haut anhaftete. Ihre Hände, einst vielleicht geschickt im Falten feiner Leinwand, waren jetzt rau und rissig vom Schrubben der Tröge und die Mischen des sauren Futters. Sie sprach mit niemanden und niemand sprach mit ihr. Ihr Fehler hatte sie aus der menschlichen Hierarchie der Bürger geworfen und in eine niedrigere, tierische Ebene verbannt. Ihre Geschichte war die lebendige Landkarte der Konsequenzen, die in jedem kalten Stein der Wendeltreppe eingraviert war. Man lernte, dass die Nüthaie keine Tugend war, sondern eine Überlebenstechnik, eine präzise Mathematik des Körpers im Raum, bei deren falsche Zentimeter den Unterschied zwischen einem Platz am Feuer und einem Leben im Dung bedeuten konnte. Die Lektion der Treppe war nur das erste, grobe Kapitel eines umfassenden Lehrbuchs der Unterwerfung. Die wahre Kunst lag in den Nuancen, in den unsichtbaren Linien, die den sozialen Raum durchschnitten und in der präzisen Choreografie des eigenen Körpers als stummes Bekenntnis zur eigenen Niedrigkeit. Die zweite, ebenso wichtige Regel betraf den Blick. Die Augen waren gefährliche Werkzeuge, Fenster, durch die Anmaßung oder gar Rebellion hereinschauen konnte. Direkter Augenkontakt war ein Akt, der je nach Zielperson eine völlig unterschiedliche, aber stets verhängnisvolle Bedeutung trug. Mit dem Bürger, einem Mann, dessen bloße Anwesenheit die Luft im Raum verdickte, war ein direkter Blick eine Herausforderung. Es war, als würde man die unumstößliche Tatsache seiner Autorität in Frage stellen, einen stillen Zweikampf beginnen, den man im Voraus verloren hatte. 10 blassgrauen Augen, so erzählte man sich, nahmen einen solchen Blick als persönlichen Affront wahr, eine winzige Rebellion, die ausgerottet werden musste. Mit der Bürgerin hingegen, eine Frau von eisiger, zerbrechlicher Schönheit, die in Schichten von Samt und Pelz gehüllt war, konnte derselbe Blick als unzüchtiges Angebot ausgelegt werden. Es war eine Anmaßung, eine Verunreinigung durch Gedanken, die ein Knecht nicht haben dürfte. Der Streif dafür war nicht die Peitsche, sondern die Verbannung in die tiefsten, dunkelsten Gewölbe, wo man für immer vor dem eigenen vermeintlichen Verlangen versteckt wurde. Der sichere Blick war daher ein Blick, der etwa auf die Höhe der Knie des Gegenübers oder, noch besser, auf den staubigen Boden zu seinen eigenen Füßen fiel. Er musste leer wirken, frei von Gedanken oder Urteilen, ein bloßes Sehorgan ohne Bewusstsein. Doch die Krönung dieser choreografierten Demut war die Verbeugung. Sie war keine einheitliche Geste, sondern eine hochdifferenzierte Sprache, deren Grammatik aus dem Winkel des Oberkörpers bestand. Eine falsche Neigung war ein Satz, den man nicht zurücknehmen konnte. Für den Küchenmeister genügte eine kurze, knappe Neigung des Kopfes, begleitet von einem leisen Murmel der Anredete. Für einen Ritter war eine tiefe Verwirbelung erforderlich, bei der Oberkörper in einem Winkel von etwa 30 Grad vorgelegt wurde, die Hände an den Seiten. Eine flache, nachlässige Verbeugung für einen Ritter war, wie der alte Gerwin einem mit ernstem Gesicht erklärte, fast tödlicher
als gar keiner. Sie seid de Verachtung, eine bewusste Weigerung, den gebührenden Respekt zu zollen und wurde als offene Beleidigung gewertet. Für ein Mitglied der Adelsfamilie jedoch, besonders bei einer offiziellen Begegnung im Hof, war die volle Verbeugung verpflichtend. Ein tiefer, fast waagrechter Oberkörper, der Blick unverrückbar auf die eigenen Füße gerichtet, bis die Erlaubnis zum Aufrichten durch ein Wort oder einfach durch das Weggehen der Person erteilt wurde. Da man musst du ruhig bleiben, obwohl die Position das Blut in den Kopf trieb, jedes Sitten, jedes unsichere Wackeln konnte, als mangelnder Respekt oder sogar als geheime Spotlust interpretiert werden. In der Einsamkeit der schimmeligen Kammer im Zwinger begann die heimliche Übung. Bei dem flackernden Licht der Kiensbahnfackel beugte man den Rücken vor dem imaginären Ritter, korrigierte den Winkel, versuchte die Hände ruhig zu halten. Man übte den gesenkten Blick vor dem leeren Raum, bis die Nackenmuskeln brannten. Es war eine absurde, fast lächerliche Tätigkeit, diese stumme Einstudierung der eigenen Unterlegenheit. Doch das Lachen, das in der Kehle aufstieg, war bitter und flach. Denn in dieser Welt war diese choreografierte Unterwürfigkeit die höchste Kunstform. Maler schufen Bilder, Minnesänger komponierten Lieder, aber auf Burg Finsterfels schufen die Untergebenen mit jedem gesenkten Blick, jeder perfekt berechneten Verbeugung ein Meisterwerk der Unsichtbarkeit. Es war eine Kunst, die nicht nach Ruhm, sondern nach Vergessen strebte, eine Disziplin, deren einzige Belohnung das Weiterleben am nächsten Tag war. Das Eisen der Regel war in die täglichen Gestalten eingeschmiedet, und die Perfektion dieser Gesten war der einzige Schutzpanzer, den man besaß. Man übte weiter, bis die Bewegungen mechanisch wurden, bis der Körper die damit verinnerlicht hatte, noch bevor der Geist sie ganz begriffen hatte. Die kalte Mauer der Kammer war der einzige Zeuge dieser seltsamen Proben, bei denen man lernte, die eigene Menschlichkeit so geschickt zu verbergen, dass sie nicht als Bedrohung wahrgenommen werden konnte. Die Streife das zerbrochene Tongefäß war nicht die Peitsche. Die Peitsche war ehrlich, eine klare, schmerzhafte Abrechnung. Diese Strafe war etwas anderes. Eine Nacht durch die im westlichen Korridor, dem längsten, dunkelsten und kältesten Gang der Burg, der die Familienkapelle mit dem alten Wohnturm verband. Der Küchenmeister hat es mit einem funkelnden Auge verkündet, als wäre es eine besondere Gunst, eine Chance zur Besinnung. Die anderen Knechte hatten schweigend weitergearbeitet, aber ihre Blicke, flüchtig und wissend, sagten mehr als Worte. Es war eine Einweihung in dir, seltsamste an den meisten, gefürchtete aller ungeschriebenen Regeln. Die Regel lautete: absolut Stille in den Korridoren nach dem letzten Nachtgebot. Es ging nicht um Ruhe für die Schlafenden, nicht um friedliche Nachtandacht. Es war ein Verbot, nächtliche Geräusche zu bezeugen. Der alte wächte Hager, dessen Gesicht wie zerknittertes Pergament war und der diese Wache seit Jahrzehnten überwachte, flüsterte die Instruktionen im trüben Licht der Wachstube zu. Man solle stehen, nicht gehen, man solle man aber nicht seufzen, man solle hören aber niemals
unter gar keinen Umständen reagieren. Seine Stimme war ein trockenes Raschel, das mit dem Knistern des torfigen Feuers verschmolz. Dann erzählte er Geschichten, von denen, die wegen Schlaflosigkeit in den Burggraben geschickt wurden, von einem Stallknecht, der ein nächtliches Raschel verfolgt haben wollte und am nächsten Morgen stumm und mit leerem Blick im Heu gefunden wurde, von einer Magd, die ein leises Weinen gehört hatte und darauf bestand, es sei aus der verschlossenen Südtür gekommen. Man hatte sie in die Mühle im Tal versetzt, wo sie binnen eines Monats in den Fluss fiel. Schlaflosigkeit, murmelte Hagar und stocherte im Feuer, ist in Finsterfels eine ansteckende und oft tödliche Krankheit. Die einzige Medizin ist Taubheit. Der westliche Korridor atmete Kälte. Das spärliche Licht einer einzigen, in einer Eisenhalterung steckenden Fackel warf zuckende Schatten über die grob behauenen Steinwände. Der Wind pfiff durch irgendeine unsichtbare Ritze hoch oben, ein hohes, durchdringendes Heulen, das wie eine klagende Stimme klang. Man stand auf den zugewiesenen Posten, den Rücken gegen einen kalten Pfeiler gelehnt, und versuchte, ein Teil der Architektur zu werden, ein unbeweglicher Stein unter anderen. Die Stille war zunächst ein Druck auf den Trommelfellen, ein Summen im eigenen Blut. Dann langsam begann die Burg zu sprechen. Nicht mit Worten, sondern mit dem Knarren ihrer alten Knochen. Das tiefe, langsam Ächzen von sich zusammenziehendem Holz, das ferne Tropfen von Wasser in einer Zisterne, das Kratzen eines Zeigers irgendwo an einer Schießscharte. Und dann, genau als Stimme des Wolfs, kam das andere Geräusch. Es war kein Teil des natürlichen Nachtraums. Es war das deutliche, ölige Kanon einer schweren, eichenen Tür, die sich in ihren Angel drehte. Es kam von oben aus der Richtung der privaten Gemächer der Burgherrenfamilie. Kein gewöhnliches Türgeräusch, sondern ein spezifisches, ein siktifisches, einzigartiges Kreischen, das einmal gehört, nie wieder vergessen werden konnte. Kurz darauf, fast als Echo, das Rascheln von Seide, nicht das grobe Schleppen eines Wollrocks, sondern das leichte, fließende Gleiten von feinstem Stoff, das sich die Haupttreppe hinunter bewegte. Die Schritte waren unhörbar, nur das Rascheln verriet eine Präsenz. Es bewegte sich langsam, absichtlich vom Burgfried hinunter in Richtung der dunklen, unbewohnten Flügel der Burg. Der Körper erstarrte. Die Lektionen der Geometrie der Damit-Schreien im Kopf, Blick senken, unsichtbar werden, Atmen anhalten. Doch hier gab es niemanden, vor dem man sich ducken konnte. Nur das Geräusch. Das Verbot war nicht, Geräusche zu machen, sondern sie zu hören. Das Hören selbst war der Verrat. Man stand da, die Hände zu Fäusten geballt, die Nägel in die Handflächen gedrückt, und lauschte dem Wind, der nun das Raschel zu verschlucken schien. Die Minuten dehnten sich zu Stunden. Die Kälte kroch durch die dünnen Sohlen der Stiefel und fraß sich die Beine hinauf. Die Fackel spackte und erlosch schließlich eingehüllt in eine Dunkelheit, die so absolut war, dass sie wie eine physische Substanz wog. In dieser Dunkelheit verstand man die wahre Natur der Regel.
Es ging nicht um den Schutz von Geheimnissen, die ohnehin jeder kannte. Es ging um die Aufrechterhaltung einer Fiktion. Solange niemand die Geräusche bezeugte oder benannte, existierten sie nicht offiziell. Die nächtlichen Gänge waren Geister, und Geister waren eine Privatangelegenheit des Adels, kein Thema für das Gesinde. Das Schweigen war eine Mauer, die man um sie baute, ein Akt kollektiver Verleugnung, der genauso wichtig war wie das Mauern der Steine. Wer diese Mauer durchbrach, indem er zuhörte und wusste, wurde nicht bestraft, weil er etwas gesehen hatte, sondern weil er die Illusion zerstört hatte. Er hatte die stille Übereinkunft gebrochen, dass die Nacht der Burg ihnen gehörte und der Tag uns. Das Schweigen war ein Pakt, und sein Bruch war ein Verrat an der gesamten prekären Ordnung. Als die erste Graufahne des Morgens durch einen hochgelegenen Lüftungsschlitz kroch und die Umrisse des Korridors taghaft zurückkehrten, war man steif und durchgefroren. Die Geräusche waren lange verstummt. Hagar kam abzulösen, sein Gesicht ausdruckslos. Er sagte kein Wort, musterte ein nur mit seinen wässrigen Augen. Sein Nicken war kaum wahrnehmbar. Es war keine Anerkennung, sondern Erkittung. Man hätte die Nacht überstanden, ohne zu schreien, ohne zu fliehen, ohne die Stille mit einer eigenen Frage zu brechen. Man hatte gelauscht und war doch taub geblieben. Man hatte verstanden, dass Stille auf Burg Finsterfels manchmal lauter und belastender war als jeder Schrei, ein dröhnendes Nix, in das alle unerwünschten Wahrheiten fielen, um dort für immer zu verschwinden. Der Rückweg zur Kammer im Zwinger führte. Sichen wie das Verlassen einer anderen noch fremden Welt, und die vertrauten Gerüche von schimmelnd gekochtem Kohl rochen plötzlich nach Heimat, nach der einfachen, gefährlichen Welt der sichtbaren Riegel. Der Regen begann nicht mit einem Donner, sondern mit einem tiefen grauen Seufzen, der über die Hügel kroch und den Himmel in eine einzige, undurchdringliche Bleitplatte verwandelte. Auf Burg Finsterfels verwandelte der Niederschlag die Welt nicht. Er enthüllte sie. Er legte eine neue, absurde Schicht der Hierarchie frei. Eine, die so grundlegend war, dass sie sich in die Physik der fallenden Tropfen einbrannte. Denn das Wasser des von den hohen, stilgeneigten Dächern der Familienquartiere und der schlanken Kapelle herabströmte, war kein gewöhnliches Wasser. Es war, wie einem der Stallmeister mit mürrischer Selbstverständlichkeit erklärte, adliges Wasser. Es hatte die Segel und blähernen Rinnen der herrschaftlichen Gemächer berührt, war an den Wappensteinen vorbeigerauscht und hatte somit an ihrer Essenz teil. In eine Pütze davon zu treten, galt nicht als Unfall, sondern als Verunreinigung, eine Vermischung der Sphären, die eine Reinigung bedeutete, und Reinigung bedeutete in der Regel die Peitsche oder schlimmer. Die praktische Konsequenz dieser Doktrin war eine tägliche, schlammige Farce. Der kürzeste Weg von der Küche zum Holzschuppen führte über den gepflasterten Innenhof, wo das kostbare Wasser von den hohen Dächern in kunstvollen Kaskaden herabstürzte und sich in breiten, glänzenden Lachen sammelte. Dieser Weg war an diesem Tag verboten. Stattdessen musste man den riesigen Umweg über den schlammigen Unterhof nehmen, ein morastiges Karriere,
das den Hufschmied, die Schweinesteller und die Müllgruben beherbergte. Der Schlamm war eine dickflüssige Kaltmasse aus Lehm, Teerdang und verfaultem Stroh, die sich gierig um die Knöchel schloss und jeden Schritt in eine anstrengende, saugende Befreiungsaktion verwandelte. Die groben Wohlstrümpfe waren innerhalb von Sekunden durchnässt. Die Kälte stieg wie ein langsames Gift die Beine hinauf. Während man so durch den Morast stapfte, bewegte sich der Burgkaplan, Pater Eckhard, über den gepflasterten Innenhof. Er schritt mit trockenen Füßen, sein schwarzes Gewand blieb makellos, nur der Saum dunkelte leicht vom aufbritzenden Regen. Sein Weg war eine gerade, souveräne Linie von der Kapellenpforte zur Tür des Bergfrieds. Er trat ohne zu zögern durch die größten Pfützen. Sein Blick war nach innen gerichtet auf ein Gebet oder eine theologische Betrachtung. Das Wasser, das von den heiligen Decken der Kapelle tropfte, schien ihn nicht zu berühren, oder es erkannte niemand seinesgleichen. Sein Privileg war unsichtbar, in die Architektur und die Theologie gewettet. Sein trockener Gang war eine stumme Predigt über die natürliche Ordnung der Dinge, die eigene Ausrüstung für diesen Krieg gegen die Elemente, war eine klägliche Parodie der Regenumhang, ausgegeben vom Dampf drin blickenden Lagerverwalter, wo aus grobem, angewolktem Woltisch das Meer einem zotteligen Fell als einem Kleidungsstück glich. Er roch muffig nach Schaf und ranzigem Öl. Seine eigentliche Funktion schien nicht darin zu bestehen, Wasser abzuweisen, sondern es aufzunehmen und zu speichern. Jeder Tropfen, der auf die groben Felsen traf, wurde sofort eingesaugt, bis das Tuch doppelt so schwer wurde und einen beißenden, nassen Geruch ausdunstete, der den von nassem Hund übertraf. Die Kapuze war so geschnitten, dass sie entweder die Sicht versperrte oder, wenn man den Kopf hob, einen Schwall gesammelten, was es direkt in den Nacken laufen lief. Man war nicht gegen den Regen geschützt. Man war ein wandernder, triefender Schwamm, der ihn durch die niederen Bereiche der Burg trug. In einer Pause unter dem vorspringenden Dach der Schmiede, den Schlamm von den Beinen kratzend, kam ein philosophischer Moment, klarer und schneidender als die kalte Luft. Es ging nicht nur um Wasser oder Wege, es ging die Natur der Macht selbst. Die Herren von Finsterfels hatten nicht nur das Land, die Steuern und das Leben der Menschen in ihrer Hand. Sie hatten die Deutungshoheit über die Welt erobert. Sie definierten, was rein und was unrein war, was edel und was gemein. Sie konnten ein Regentag nehmen, ein universelles demokratisches Phänomen, und ihn in ein Theater der Ungleichheit verwandeln. Sie schufen Regeln, die nicht nur das Verhalten, sondern die Wahrnehmung der Realität formten. Das Wasser wurde dasselbe, das vom Himmel fiel. Doch durch die bloße Berührung mit ihren Steinen wurde es verwandelt, geheiligt und gefährlich für die, die unten standen. Macht war die Fähigkeit, die Elemente neu zu definieren, die Physik mit einem sozialen Vorzeichen zu versehen. Der Schlamm des Unterhofs war real, körperlich, fordernd. Die Pfützen des Innenhofs waren eine Idee, eine unsichtbare Mauer, gefährlicher als jede Steinwand, weil sie im Kopf gebaut wurde und dort weiter bestand,
selbst wenn die Sonne sie trockenlegte. Man staffte weiter das nasse Tuch, schleifte im Schlamm und wusste, dass die wahre Burg nicht aus Stein, sondern aus solchen unsichtbaren, absurden Linien bestand, die feuchter und zäher waren als jeder Lamm. Der Regen würde aufhören, der Schlamm würde trocknen, aber diese Linien, diese Neuordnung der Welt nach dem Willen der Mächtigen, die waren dauerhaft, sie waren das eigentliche Fundament, auf dem Finsterfels stand. Der wöchentliche Hoftag war kein Gericht, es war ein Ritual der Macht, bei dem Rechtsprechung nur das Werkzeug war. Die Luft im großen Saal, sonst ein kalter, toter Raum, war an diesem Morgen mit einer angespannten, förmlichen Wärme geladen, die von den Körpern der Wartenden und dem Rauch der Fackel ausging. Die Aufgabe war einfach und körperlich, die schweren Holzbänke aus der Seitenkammer zu tragen und sie in exakten Reihen vor dem erhöhten Steinsitz des Burgherrn aufzustellen. Doch wie so oft auf Finsterfels war die scheinbar banale Tätigkeit eine Lektion in sozialer Kartographie. Die Platzierung, Wallace, Jede Bank, aus grobem Eichenholz, tief eingewechte Sitzflächen vom Generation ängstlicher Hinterteile, hatte einen bestimmten Platz. Nicht nach Größe oder Komfort, sondern nach dem Rang derer, die sie später einnehmen würden. Die vorderste Reihe, knapp 7 Schritte vom Richterstuhl entfernt, war für die Freibauern mit besonderen Rechte reserviert, Männer, die vielleicht nur eine kümmerliche Hütte und ein paar magere Rinder besaßen, aber über ein verbrieftes Weiderecht oder eine alte Befreiung von der Frondienstpflicht verfügten. Ihr Platz war vor dem des reichen Tuchhändlers aus der Marktsiedlung, dessen samtene Ärmel und goldener Fingerring im trüben Licht schimmerten. Der Händler machte sich, sein Gesicht eine Maske unterdrückter Verärgerung, auf die zweite Bank setzen, direkt hinter den knockigen Rücken eines Bauern, dessen Kleidung nach Erde und Stoll roch. Diese Ordnung widersprach dem offensichtlichen Reichtum, sie ehrte stattdessen das Alter von Privilegien, die knochentiefe Hierarchie des Landes, die älter war als Geld. Es war eine stille Erinnerung daran, dass allein die Gunst des Burgherrn, vergeben vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten, den wahren Wert bestimmte. Die Reihenfolge, in der die Supplikanten vorgehen durften, war ebenso starr festgelegt wie die Bankordnung. Ein Herald mit einer heiseren, monotonen Stimme rief die Namen auf. Eine Litanei, die nicht alphabetisch, sondern nach einem unsichtbaren Protokoll ablief. Zuerst der Müller, dessen Mühle auf Burgeln stand, dann der freie Bauer mit dem Weiderecht, dann der Schmiedemeister, dessen Werkstatt im Schatten der Mauern lag. Der Tuchhändler musste warten, jeder Schritt nach vorn zum Steinsitz, war ein öffentliches Bekenntnis zum eigenen Platz im Gefüge. Die Art, wie sie gingen, der Müller mit einem devoten Scharren, der freie Bauer mit einem steifen, trotzigen Stolz, der Schmied mit der praktischen Würde eines Mannes, dessen Arbeit unbestritten war, erzählte eine eigene Geschichte. Die Atmosphäre war nicht die der erwartungsvollen Gerechtigkeit, sondern die einer gedämpften Anspannung. Es herrschte kein Gemurmel, nur das gelegentliche, unterdrückte Husten, das Rascheln von Stoff und das Knacken der Holzbänke unter sich verlagerndem Gewicht. Die Blicke der Wartenden waren auf den steinernen Boden vor ihren Füßen gerichtet,
aber ihre gesamte Aufmerksamkeit war auf den erhöhten Sitz gerichtet, wo der Burgherr thronte, regungslos wie eine Statue, flankiert von seinem Schreiber und einem bewaffneten Ritter. Die Fälle waren die üblichen kleinen Dramen des feudalen Lebens. Ein Grenzstreit über einen verdächtig verschobenen Feldstein, die Beschwerde über ein entlaufenes Schwein, das in einem Gemüsegarten gewütet hatte, die Bitte um Steuernachlass wegen einer missratenen Ernte. Die Urteile fielen schnell, oft willkürlich wirkend, und wurden mit einem knappen Nicken des Burgherrn besiegelt. Es gab keinen, widersprach keine Berufung. Das Nicken war der Endpunkt. Doch es gab eine ungeschriebene Regel, die in der Luft lag, dicker als der Rauch. Der Fackel, wer auch immer, Urteil als ungerecht Murmel dem Infrage stellte, tat als nächstes vor. Es war ein unsichtbares Gesetz der Ansteckung. Beschwerde zog die Aufmerksamkeit wie Blut im Wasserhaie an. Man beobachtete es in einem Handwerker, einem Kürschner mittleren Alters, dessen Fall um einen unbezahlten Pelzlieferung gerade abgewiesen worden war. Der Mann hatte sich, die Schultern eingefallen, zurück auf seine Bank fallen lassen und kaum hörbar, aber in der gespannten Stille doch vernehmbar durch die Zähne gescht. Das ist Raub. Die Worte waren mehr ein ausgearbeiteter Hauch als eine Äußerung, doch sie hingen im Raum. Der Schreiber hob den Kopf, der Ritter an der Seite des Burgherrn, ließ seinen Blick langsam über die Reihen gleiten, bis er auf dem Kürschner ruhte. Der Herald hasste. Ein trockenes, bedeutungsschweres Geräusch. Und als der nächste Fall aufgerufen wurde, war es nicht der des wartenden Tuchhändlers, sondern der Name des Kürschners hallte erneut, klar und scharf, durch den Saal. Die Farbe wich aus dem Gesicht des Mannes. Sein Murmeln hatte die natürliche Ordnung der Vorführung durchbrochen, eine unsichtbare Linie überschritten. Nun stand er wieder vor dem Steinsitz, nicht mehr als Bittsteller in einer eigenen Sache, sondern als Angeklagter in einer neuen, viel gefährlicheren, der des respektlosen Widerspruchs. Die Lektion war für alle sichtbar. Gerechtion war sectum mero. Die primary Funktion des Hoftags war die Bekräftigung der Autorität. Und jedes Murmel war ein Riss in dieser Fassade, der sofort und öffentlich gekittet werden musste. Der Kürschner zitterte jetzt sichtbar, sein früherer Trotz war in einer eisigen Angst ertrunken. Der Burgherr betrachtete ihn, sein Gesicht ausdruckslos, und wartete. Das Warten selbst war der erste Teil der Strafe. Der neue Fall des Kürschners war schnell abgehandelt. Die Anklage lautete nicht auf Diebstahl, sondern auf Verunglimpfung der herrschaftlichen Rechtsprechung. Es gab keine Zeugen außer dem eigenen, unvorsichtigen Atem, der die Worte getragen hatte. Der Bürger sprach kein Urteil. Er stellte nur eine einfache, rhetorische Frage in den Raum. Soll die Zunge, die Lügen über unseren Richterspruch verbreitet, nicht besser stumm sein? Es war keine Frage, die eine Antwort erwartete, sondern ein performativer Akt. Der Schreiber nickte und machte eine Notiz. Der Ritter trat einen Schritt vor. Der Kürschner brach in stammelnde Entschuldigungen aus, die ungehört verhalten. Das Urteil war bereits vor dem Murmeln gefällt worden. Es hatte nur auf seine Auslösung gewartet. Es war eine Hand.
Die Vorbereitungen waren nicht grausam, sondern routiniert und technisch. Ein Handwerk wie jedes andere. 2 Wochen führten den weißen Stammenmann zur Seite des Saales, wo ein niedriger, massiver Eichenblock bereitstand, seine Oberfläche von unzähligen Einschlägen dunkel gefärbt und poliert. Der Scharfrichter, ein Mann mit der Statur eines Schmiedes, aber den ruhigen, präzisen Bewegungen eines Schreibers, trat vor. Er trug eine schlicht Lederschürze. Sein Gehilfe reichte ihm das Beil, eine schwere, einschneidige Waffe mit einem kurzen Stiel. Der Scharfrichter prüfte die Schneide mit dem Daumen, nickte dann und ging zu einem am Boden festgemachten Schleifstein. Das Geräusch, das folgte, war das einzige in der erstickenden Stille des Saales. Ein regelmäßiges, rhythmisches Schirr, 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 als die Klinge über den rotierenden Stein. Vor es war ein nüchternes, fast meditatives Geräusch, das die Prozedur jeder Emotionalität entkleidete. Hier wurde kein Zorn ausgelebt. Hier wurde ein administrativer Akt vorbereitet. Nach einer Minute hielt er inne, prüfte die Schneidete erneut, ließ das Licht einer Fackel auf der nun makellos scharfen Kante blitzen. Dann trat er zum Block. Der Kürtschner wurde nach vorn geführt. Sein Widerstand war nicht heftig, sondern schlaff. Die Kraft hat ihn verlassen. Die Wachen legten seine linke Hand, die Hand des falschen Schwurs, wie des Gesetzes sah, auf das Holz. Die Finger waren gespreizt, die Handfläche nach unten gedreht. Der Handballen ruhte genau auf der Kante des Blocks. Das Handgelenk ragte über die Kante hinaus. Der Gehhilfe des Scharfrichters fixierte den Unterarm mit einem einfachen Lederriemen. Nicht grob, aber bestimmt. Es gab keinen Hut, keine feierlichen Worte. Der Scharfrichter nahm Stellung, die Beine schulterbreit auseinander, den Oberkörper leicht gedreht. Er hob das Beil in einem kurzen, wirtschaftlichen Bogen an, nicht hoch über den Kopf, sondern nur so weit nötig, um Schwung zu holen. Für einen Augenblick war er regungslos. An bildkonzentrierte Absicht. Dann senkte sich die Klinge. Der Bewegungsablauf war flüssig und schnell. Es gab kein surrendes Geräusch, nur ein kurzes, dumpfes Thud, als würde ein schwerer Fleischklopfer auf ein Stück zähes Fleisch treffen. Es war ein geräuschloser Moment, gefolgt von einem zweiten, feuchteren Geräusch, als das abgetrennte Glied auf den mit Sägemehl bestreuten Steinboden fiel. Der Kürtschner stieß einen keuchenden, überraschten Laut aus. Mehr ein ersticktes Bellen als ein Schrei. Dann sagte er in sich das Bellen als ein Schrei. Dann sackte er in sich zusammen, von den Wachen aufgefangen. Der Stumpf an seinem Handgelenk war zunächst weiß, dann sickerte, als hätte man einen verstopften Quell freigeleckt, ein dunkles, pulsierendes Rot hervor, das sofort die Ärmel seines Hemdes durchtränkte. Der Gehilfe trat vor, hielt eine Schale aus gebranntem Tom unter den Floss und fing einen Teil des Blutes auf für irgendeinen späteren rituellen Gebrauch. Der Scharfrichter selbst wischte die Klinge seines Beils mit einem Lappen ab, ohne einen Blick auf den Verurteilten zu werfen. Seine Arbeit war getan.
Die Reaktionen der Menge waren gellend und perfekt einstudiert. Es gab kein aufgebrachtes Gemurmel, keinen Abscheu, kein Mitleidsgeflüster. Die Blicke senkten sich synchron, als würden sie von einer unsichtbaren Schnur gezogen, anfixierten die eigenen Füße, die groben Holzplanken des Bodens, irgendetwas, das nicht der blutende Stumpf oder das bleiche, vom Schock gezeichnete Gesicht des Mannes war. Die Stille, die folgte, würdigte als zuvor, eine Stille als aktive Verweigerung. Man sah nicht, was man sah. Man hörte nicht, was man hörte. Es war die gleiche kollektive Taubheit, die die nächtlichen Geräusche in den Korridoren umhüllte. Nur hier am helllichten Tag und noch dringlicher. Jeder Einzelne in den Reihen wurde zum Komplizen des Schweigens, zur Stütze der Ordnung, die soeben vollstreckt worden war. Doch die eigentliche Lektion, die tiefste und grausamste Regel dieses Tages, offenbarte sich erst danach. Der Verurteilte wurde nicht behandelt. Kein Burgarzt trat vor, um den Stumpf zu kauterisieren oder zu verbinden. Die Wochen, die ihn bisher gestützt hatten, ließen ihn los und trackten zurück. Der Mann taumelte, sein Bewusstsein kämpfte gegen den Schock und den blutigen Verlust an. Er starrte auf seinen verstümmelten Arm, als gehöre er jemand anderem. Dann, getrieben von einem reinen, tierischen Überlebensinstinkt, umklammerte er den blutenden Stumpf mit seiner verbliebenen rechten Hand und presste ihn gegen seinen Körper. Ein roter Fleck breitete sich auf seinem Wams aus. Die Regel war klar und wurde nicht ausgesprochen, aber sie hing in der blutigen Luft, Hilfeleistung für den Verurteilten, sei es ein Trank, ein Streifen Leinen zum Abbinden. Auch nur ein stützender Arm machte den Helfer zum Komplizen. Es war eine Ansteckung, schlimmer als die des Murmels. Der Mann musste die Burg selbst verlassen, allein durch seine eigene Kraft, oder er würde vor dem Tor verbluten. Sein Gang war das eigentliche Urteil. Man sah ihn taumelnd Richtung Seilausgang gehen. Seine Schritte waren unsicher. Er stolperte über seine eigenen Füße, prallte gegen eine Bank, ließ eine blutige Handspur auf dem Holz zurück. Niemand rührte sich. Die gesinkten Blicke folgten ihm nicht. Sie blieben stur auf dem Boden. Das Rascheln seines blutgetränkten Hemdes, sein keuchendes Atmen waren die einzigen Geräusche. Er erreichte die Größe. Eichene Doppeltür, die ein Wackentorwächter mit ausdrucksloser Miene für ihn öffnete. Ein Schwall kalter, regennasser Luft wehte herein, vermischt mit dem vertrauten Geruch. Vom nassen Schwall kalter, regennasser, der Mann stolperte über die Schwelle hinaus in den Innenhof. Die Tür schloss sich hinter ihm mit einem schweren, endgültigen Klack. Das Ritual war beendet. Der Herald räusperte sich und rief mit unveränderter, heiserer Stimme den nächsten Verlauf, den des Tuchhändlers. Die Blicke hoben sich langsam, kehrten in die Gegenwart zurück. Die Ordnung war wiederhergestellt, gefestigt durch Blut und die demonstrierte Wahrheit, dass Gerechtigkeit hier nicht Schutz, sondern ein Werkzeug der Isolation war. Der Mann da draußen war nicht mehr ein Bestohlener oder ein Monder. Er war ein Wanderer
blutende Beweis für den Preis des Widerspruchs. An die Burg, in ihrer ganzen steinernen Gleichgültigkeit, würde ihn seinem Schicksal überlassen, wie sie es mit allen tat, die ihre unsichtbaren Linien überschritten. Die Küche von Finsterfels war kein Raum. Sie war ein einiges Königreich, eingeschlossen, unter gewölbten Steindecken, regiert von tödlichen Gesetzen, die nicht in Pergament, sondern in Dampf und im Geräusch des Schleifsteins geschrieben standen. Hier herrschte nicht der Burgherr, sondern der Küchenmeister, Bruder Hildebrand, ein Mann, dessen Körper die Geschichte seiner Herrschaft trug, eine von kochendem Fett verätzte Hand, ein von einer fallenden Eisentür gekrümmter kleiner Finger und Augen, die wie zwei Stücke glühende Kohle in einem Gesicht aus speckiger Blässes brannten. Er war der Hohepriester und der riesige, offene Herd aus Felssteinen und Mörtel war sein Altar, ein monströser, unersättlicher Gott, der ständig mit Holz und Kohle gefüttert werden wollte, dessen Belohnung oder Sohn sich in der Essenz jeder Mahlzeit manifestierte. Die Theologie dieses Reiches war einfach und absolut. Jede Handlung war ein Ritual, jeder Topf ein Gefäß für Opfergaben, das schlimmste Verbrechen, die Sünde, die Excommunication und körperliche Züchtigung in einem Akt vereinte, war das des falschen Opfers, die falschen Speise, die falschen Zeit auf den heiligen Herd zu stellen. Der Kalender der Kirche und der Kalender der Burg waren hier eins, und ein Verstoß gegen den einen war ein Sakrileg gegen den anderen. Die Geschichte des letzten Küchenjungen, eines blassen, stotternden Jungen namens Lutz, wurde als warnendes Evangelium rezitiert. Es war ein Freitag in der Fastenzeit gewesen, ein Tag des Fisches und der kargen Grütze. Ein frischer Leck des Reh gebracht worden, und ein hungriger jagdger Volksmann hatte ein Stück davon noch blutig in die Küche getragen, mit der barschen Anweisung, es zu braten. In der Hektik, im Dunst und Lärm, hatte Lutz den Bratspieß über die Glut gehalten. Der Geruch von brennendem Fleisch, süß und wild, breitete sich aus, noch bevor Bruder Hildebrand, der in den Vorratskeller gewesen war, die Stufen heraufkam. Seine Reaktion war nicht laut. Sie war eisig und nahm den Spieß eigenhändig aus dem Feuer, ließ das nun verkohlte Fleisch auf den Steinboden klatschen und trat darauf, bis es zu einer unkenntlichen, schmutzigen Masse zermahlen war. Die Drei folgte am nächsten Morgen im Hof. Nicht der Küchenmeister vollzog sie, sondern der Burgherr selbst ließ die 20 Peitschenhiebe verabreichen, die Verbindung zwischen kirchlicher Verdammnis und weltlicher Ordnung zu bekräftigen. Lutz überlebte, aber man sah ihn nie wieder in der Küche. Sein Schicksal war in den Rauchschwaden eingeschrieben. Eine stete Erinnerung daran, dass der Herd mehr war als eine Feuerstelle. Er war der Schmelztiegel, in dem irdische und göttliche Autorität zu einer unangreifbaren Regel verschmolzen. Die täglichen Opfergaben, die von diesem Altar kämen, waren eine sinnliche Litanei der Entbehrung und der seltenen, umso intensiveren Genese. Das Grundnahrungsmittel war die Grütze, ein grauer, schleimiger Brei aus grob geschrotetem Hafer oder Gerste, in riesigen eisernen Kesseln stundenlang gekocht,
bis sie die Konsistenz von feuchtem Lehm erreichte. Sie wurde ungesalzen serviert. Ihr einziger geschmackte des Rauchs und der Asche, die vom Herd in sie hineinfielen. Dazu gab es Brot, nicht das luftige Weißbrot der Herrentafel, sondern ein dunkles, zähes Schwarzbrot, gebacken aus gemahlenem Roggen, an allen möglichen Streckmehlen, oft von kleinen Steinchen oder Insektenresten durchsetzt. Es musste in dünne Scheiben geschnitten und in dünnem Bier oder der eigenen Grütze eingeweicht werden, um es überhaupt kauen zu können. Sein Geschmack wohlartig, bitter, ein ständiger Begleiter. Fleisch war ein seltenes, fast mystisches Ereignis. Wenn es kam, war es meist zähes, salziges Pökelfleisch von Schwein oder Rind, das in Wasser eingeweicht und dann zu einem Eintopf verkocht wurde, in dem mehr Knorpel und Fett als eigentliches Fleisch schwammen. Frisches Fleisch, wie das des verhängnisvollen Reis, war ausschließlich für die Tafel im Bergfried bestimmt. Doch manchmal, sehr selten, blieb ein knöchernes Stück, eine Sehne, ein Stückchen Haut an den großen Bratspießen hängen, das beim Abnehmen in die Auffangschale fiel. Diese winzigen, fettglänzenden Stück, durchtränkt von dem herben Geschmack von Rosmarin und Thymian, die aus dem Kräutergarten stammten, waren wie ein Sakrament. Sie schmolzen auf der Zunge und hinterließen einen Geschmack, der für Stunden, manchmal Tage, in der Erinnerung haften blieb, ein flüchtiger Beweis für eine andere, üppigere Welt direkt über einem. Die Gewürze waren die eigentliche Magie, die geheime Sprache der Küche. Salz, grob und grau. In einem geschnitzten Holzbehälter mit einem schmalen Ausguss wurde wie Goldstaub. Pfeffer, ganz schwarze Körner in einem kleinen verschlossenen Tontopf. Sah man nur, wenn Bruder Hildebrand persönlich die Mühle bediente, um die Sauce für den Burgherrn zu verfeinern. Der Duft, der dann aufstieg, war scharf und exotisch, ein Hauch von fernen Märkten und Karawanen, der den dumpfen Dunst von Kohl und Grütze für einen Moment vertrieb. Für das Gesinde gab es getrocknete, bittere Kräuter aus dem Burggarten. Beifuß, der den Eintöpfen eine medizinische Schärfe verlieh, und Bohnenkraut, das die blähende Wirkung der Hülsenfrüchte mildern sollte. Das Kochen war eine Alchemie der Not, eine ständige Bemühung, aus Mangel Geschmack zu extrahieren, ohne jemals die heilige Reihenfolge der Gänge zu gefährden, denn diese Reihenfolge war das Rückgrat der Küchentheologie. Das Fastemahl dürfte nicht üppig schmecken, das Festmahl nicht karg. Die Portionsgrößen waren nach Rang festgelegt. Ein bestimmtes Maß Grütze pro Knecht, ein halbes Maß mehr für einen erfahrenen Handwerker, eine ganze Schüssel mit einem Schuss Bier für den Stallmeister. Jede Abweichung, jede Schüssel, die zu voll oder zu leer war nicht nur ein Fehler, sondern ein Angriff auf die soziale Kosmologie der Burg. Die Angst, diese Reihenfolge zu vermasseln, war ein allgegenwärtiger Geschmack, schärfer als jedes Gewürz. Sie saß in der eingespannten Stille, mit der die Mägde die Holzteller für die Herrentafel anrichteten, jedes Stück Fleisch noch größer und qualitativ sorgfältig platzierend. Sie zitterte in den Händen des Jungen,
der die schweren Brotleib zum Tisch der Ritter trug, sie war der unsichtbare Rausch, der sich mit dem Duft von gebratenem Fleisch und gebackenen Äpfeln vermischte und jedem Festmahl eine untergründige Bitterkeit verlieh. In der Küche von Finsterfels lernte man, dass Nahrung nicht der Leib war, sondern der Geist der Ordnung, und dass ein falscher Bissen nicht nur den Mag, sondern die gesamte Fragile Hierarchie vergiften konnte. Der Herd wurde Alter, und jedes Mal war eine Kommunion, bei der man entweder die Gnade der Unsichtbarkeit empfing oder die verdammende Aufmerksamkeit der Macht auf sich zog. Die Inspection fand nicht im Hof oder in der Küche statt, sondern in der stickigen Enge. Wäschekammer, einem niedrigen Gewölbe, in dem die Luft nach feuchter Asche, ranzigem Talg und der säuerlichen Not von altem Schweiß stand. Bruder Wigbert, der Lagerverwalter, war kein Mann der vielen Worte. Sein Communication bestand aus einem prüfenden Blick, einem knappen Schnauben durch die Nase und gelegentlich eine Knöchen Schnauben durch die Nase und gelegentlich Fingerspitzen. Kreuzte die an wie ein Geier an verdächtigen Kadaver. Seine Augen, klein und von dicken Lidern umrahmt, nahmen jedes Detail auf. Die nähte den Sitz der Schultern, den Saum an den Ärmeln. Dann blieb er stehen. Sein Blick verengte sich zu Schultern, den Saum an den Ärmeln. Dann blieb er stehen, sein Blick verengte sich zu Schlitzen. Das Problem war nicht der Schnitt oder die grobe Webart des Leinens. Das Problem war die Farbe. Das Hemd bei der Ankunft ausgehändigt war ein kräftiges, erdiges Braun, die Farbe von frisch umgegrabener Erde oder der Rinde einer Eiche. In der trüben Kammer schien es fast zu leuchten. Ein warmer, unverschämter Fleck in einer Welt aus Grau, Schmutz und gedämpften Ockertönen. Bruder Wiggerts Zeigefinger fuhr über den Ärmel, als könne er den Fehler ertasten. Waldarbeiter, sagte er schließlich, das Wort wie einen faulen Geschmack ausspuckend. Diese Farbe, dieses bestimmte satte Braun, war für die Männer reserviert, die in den herrschaftlichen Forsten schüfteten. Sie war ein Zeichen, eine stumme Uniform, die den Träger als jemanden kennzeichnete, der unter freiem Himmel lebte, der Äxte schwang und das Recht hatte, bestimmte grobe Leder zu tragen. Für Bergpersonal, für einen Küchenknecht, der in Damstraden und im Rauf der Innenräume arbeitete, war es eine Anmaßung. Schlimmer noch, es konnte als Zeichen einer bestimmten, unerwünschten Gilde gewertet werden, einer brüderlichen Vereinigung von Waldläufern und Kerlen, die dem Bürgern vor Jahren einmal Schwierigkeiten bereitet hatte. Das Tragen dieser Farbe war keine Nachlässigkeit, es war eine politische Aussage, die man nicht beabsichtigt hatte, die aber dennoch gehört werden würde. Die Lösung war nicht, das Hemd auszutauschen. Stoff war kostbar, verschwendende Sünde. Die Lösung war eine Transformation, eine gewaltsame Dämpfung der Zelle des Tuches. Bruder Wigbert wies mit einer knappen Geste auf einen großen, bauschigen Steintrog in der Ecke der Kammer. Darin brodelt keine einfache Lauage, sondern eine alchemistische Mixture aus kalter Asch vom Herd und in dem beißenden ammoniakalischen Urin.
der über Nacht in bereitgestellten Tonkrügen gesammelt wurde. Der Geruch war scharf und durchdringend, ein physischer Angriff auf die Nase, der die Tränen in die Augen trieb. Dies war das Bad, in dem das anmaßende Braun getauft werden sollte, bis es zu einem akzeptablen, demütigen Schlammbraun oder einem schmutzigen Ocker verblichen war. Der Prozess des Färbens, oder vielmehr des Entfärbens, war eine lange meditative Folter. Man tauchte das Hemd in die lauwarm, gräuliche Brühe, drückte es unter die Oberfläche und spürte, wie sich die groben Fasern sofort mit der Flüssigkeit vollsogen. Die ursprünglich klare Grenze zwischen Stoff und Lager verschwand. Alles wurde zu einer einheitlichen, trüben Masse. Das Walken folgte ein rhythmisches, ermüdendes Stampfen und Kanten des nassen Tuches mit den Füßen in einem flachen Holzbottig. Es war keine hastige Arbeit, sondern eine langsame, gleichmäßige Bewegung, die den Farbstoff oder das, was von ihm übrig war, gleichmäßig in der Aschurine-Lauge verteilen und das Gewebe verdichten sollte. Jedes Stamper ließ eine Welle der stinkenden Flüssigkeit über den Rand schwappen. Die Füße wurden bald taub von der Kälte und der abrasive Wirkung der Aschepartikel, die wie winzige Glassplitter in die Haut drangen. Während man so arbeitete, der Körper in monotonem Rhythmus schaukelte, dachte man über die sozialen Codes der Stoffe nach. Auf Burg Finsterfels war Kleidung nie nur Schutz vor den Elementen oder Schirmdeckung. Sie war eine Landkarte, ein Heraldik des Genders, des Tiefpurpur der Burgherrin aus unvorstellbar Torrenloiseen aus fernen Ländern gewonnen, sprach von Macht und Distanz. Das leuchtende Zinnoberrot eines Ritters auf seinem Wappenrock war ein Versprechen auf Gewalt und Blut. Das rein ungefärbte Weiß des Leinens eines Priesters war eine Behauptung spiritueller Reinheit, und die gedämpften, erdigen Töne der Dienerschaft, das Grau von ungewaschener Wolle, das matte Braun von mit Walnussschalen gebeißtem Leinen. Dies schlammige Grün von mit Farn gefärbte Wäre, waren eine ständige Erinnerung an Verwurzelung, an Schmutz, an Unsichtbarkeit. Die Farbe war nur die erste Schicht des Codes. Die Webart erzählte eine weitere Geschichte. Der grob anebini Stoff des eigenen Hemdes, in dem die Fäden oft brachen und Knoten bildeten, verriet seine Herkunft aus dem Webstuhl eines dörflichen Leibeigenen, dessen Steuer in Naturalien entrichtet wurde. Der ferner gleichmäßigere Wollstoff der Kammerdienerinnen, wenn auch schlicht gefärbt, sprach von einer städtischen Werkstatt, von einem kleinen Stückchen erkaufter Distinktion. Selbst die Art, wo ein Mantel gefaltet oder eine Kapuze drapiert wurde, konnte einen Fremden von einem Einheimischen, einen Neuling von einem Veteran des Hoflebens unterscheiden. Das Hemd im Trog verlor langsam seine Seele. Das kräftige Braunwitch verschmolz mit der gräulichen Laug zu einem unbestimmten, trüben Ton, der Farbe von Wasser, in dem sich Erde gesetzt hat. Es war keine schöne Transformation, sondern eine Verstümmelung, die lebendig, warme Erde, war sie zu totem Schlamm geworden. Noch Stunden, als die Arme vor Ermüdung brannten und der Geruch sich tief in die Haut und die Kleidung eingegraben hatte, holte Bruder Wigbert das Hemd heraus. Er hielt es hoch,
ließ die tröpfelnde Brühe in den Trog zurücklaufen. Sein kritischer Blick musterte das Ergebnis. Es war stumpf, unscheinbar, ohne Charakter. Ein perfektes Braun für einen Küchenknecht. Ein Nächster nickte, ein kurzes, befriedigt Zucken seines Kinns. Das Hemd war nun korrekt. Es stellte keine Fragen mehr, beanspruchte keinen besonderen Status. Es war unsichtbar geworden, genau wie sein Träger es sein sollte. Man hing das triefende, schwere Ding über einen Holzstab zum Trocknen auf, was wie ein geschlagener Hund herunterhing. Der Prozess war abgeschlossen, die Anmaßung war ausgewaschen, die individuelle Not getilgt. Man trug nun nicht mehr die Farbe des Waldes, sondern die Farbe der Unterwerfung. Eine Farbe, die so unauffällig war, dass sie beinahe schon wieder auffiel. Aber nur für die wussten, wie man die Narben dieser gewaltsamen Umerziehung zu lesen hatte. Der Geruch von Asche und Urin würde noch wochenlang, trotz aller Waschungen mit Laugi und harter Schlagensteine, aus den Fasern dringen, ein stetes, unsichtbares Brandmal der eigenen Platzanweisung, nachdem das Hemd getrocknet war, steif und rau wie Rindenbast, begann die eigentliche Feinjustierung. Auf Burg Finsterfels war kein Detail zu klein, um nicht den Botschaft zu tragen, und die Kleidung war das Alphabet, in dem diese Botschaften geschrieben standen. Bruder Wigbert hatte einen nur mit der Korrektur der Farbe beauftragt. Die eigentliche Meisterin der Textilin Grammatik war Almut, die Alternärin, die in einer Nische unter der Treppe zum Weinkeller hauste. Umgeben vom Rollground Swirns, stumpfen Nadeln und dem süßlich muffigen Geruch von altem Stoff und noch älterem Fleisch. Almut war ein lebendiges Archiv der Kleiderordnungen. Ihr Augen hinter einer dicken Linse aus geschliffenem Bergkristall vergrößert, konnten ein Saum auf 20 Schritte Entfernung als herausfordernd oder eine Naht als ungebührlich nachgiebig identifizieren. Sie rief einen zu sich, nicht mit Worten, sondern mit einem scharfen, vogelartigen Piff, der durch das Gewirr der Gänge schnitt. In ihrer Nische im flackenden Licht eines Taublichts begann die Lektion. Der Schnitt der Kapuze war von entscheidender Bedeutung. Sie musste den Kopf bedecken, aber nicht zu tief ins Gesicht hängen. Eine Kapuze, die die Augenbrauen berührte, war akzeptabel. Eine Demutsgeste, eine, die bis zur Nasenspitze reichte, war verdächtig. Was hatte zu verbergen, würde geflüstert werden. Warum brauchte so viel Schatten über den Augen? Eine zu kurze Kapuze hingegen, die den Nacken freiließ, war Anmaßung, als wolle man sich der demütigen Kopfbedeckung entziehen. Almuts eigen Kapuze saß perfekt. Ein grauer Wollwulst, der ihr schütteren, weißen Haare bedeckte und ihr Gesicht in einen Rahmen aus sanftem Schatten tauchte, ohne es zu verbergen. Selbst die Art, den einfachen Hanfgürtel zu knoten, war kodifiziert. Der Notenmuster wohne, sitzen, leicht nach links versetzt und flach liegen. Ein großer, aufrechter Knoten war prahlerisch, ein Werkzeug, das Aufmerksamkeit auf die Körpermitte zog. Ein süßlicher Noten, der sich jederzeit öffnen konnte, sprach von Nachlässigkeit. Eine Haltung, die auf die Kleidung
übergreifen und sich in der Arbeit zeigen könnte. Almut zeigte den sicheren Noten eine schnelle, geschickte Drehung und ein Ziehen, die einem festen, unauffälligen Bunde gab, der weder drückte noch rutschte. Sie führte auch die sicheren Varianten des Sitzes vor. Die Ärmel sollten bis zu den Handknöcheln reichen, nicht weiter, sonst schützen sie die Hände zu sehr, die arbeiten sollten. Der Sound der Hose in ein Verhey, sackertige Beinbekleidung aus dem gleichen groben Leinen, musste genau eine Handbreit über dem Knöchel enden, länger, und man riskierte, darüber zu stolpern, was als Trägheit gedeutet werden konnte. Kürzer, und es sah nach jugendlichem Übermut oder schlimmer, nach dem bewussten Zeigen eines nackten Nöchels aus, was in der strengen Theologie des Burgkörpers eine unerlaubte Sinnlichkeit darstellte, während ihre knöchrigen, von Arthritis verkrümmten Finger die Nähte des eigenen Hemdes prüften und hier eine lockere Stelle festzackten, dort einen ausgefransten Saum mit schnellen, präzisen Stichen versorgte, murmelte Almut ihre ironischen Beobachtungen. Die Kleidung der Armin, sagte sie mit ihrer kräftigen Stimme, sei fast genauso streng reglementiert wie die der Reichen. Der Unterschied liege nicht in der Anzahl der Regeln, sondern in den verfügbaren Materialien und den Konsequenzen bei Verstößen. Ein Baron mochte gegen die Sumptuary Laws verstoßen, indem er zu viel Goldbrokot trug und eine Geldstrafe zahlen. Ein Knecht, der die falsche Kapuze trug, zahlte mit Haut, mit Essen, mit seinem Platz im Feuer. Die Reichen spielten mit Ästhetik und Status. Die Armen mit ihrem nackten Überleben. Ihr Stoff war weniger, dünner, rauer, aber das Regelwerk, das darüber gelegt wurde, war ebenso dicht und unnachgiebig. Der Luxus der Mächtigen war die Freiheit innerhalb eines Rahmens zu wählen. Der Fluss der Machtlosen war die Pflicht, den Rahmen selbst perfekt zu verkörpern, ohne auch nur ein Faden davon abweichen zu dürfen. Diese Erkenntnis in der stickigen Nische gesät, keint in der Einsamkeit der Kammer im Zwinger. Das korrigierte Hemd hing in einem Haken, eine schlaffe, gefügige Haut. Bei dem trüben Licht der Kiensbahnfackel betrachtete man es. Es war nun völlig konform, unsichtbar, tot, doch in der Stille, abseits von Almuts wachsamen Augen und Bruder Wigberts missbilligendem Schnauben, regte sich etwas, ein winziger, rebellischer Impuls, nicht laut genug für einen Aufstand, aber stark genug für eine Geste. Man holte eine großen, groben Nähnedown hervor, die Almut einem für mordvoll Reparaturen gegeben hatte, und einen Rest eines dunkleren, fast schwarzen Zwirnfadens, der von der Ausbesserung eines Priestergewands übrig geblieben war. Aber in Insight des linken Ärmels, dort, wo der Stoff unter der Achsel nahtlos in die Seitennaht überging, begann man zu nähen. Nicht eine Reparatur, sondern eine Ergänzung, eine einzige, gerade Naht, etwa so lang wie der kleine Finger, parallel zur bestehenden Naht, aber einen winzigen, kaum messbaren Zentimeter davon entfernt. Sie diente keinem Zweck. Sie verstärkte nichts, veränderte den Schnitt nicht,
war von außen absolut unsichtbar, selbst wenn man den Ärmel genau untersuchte. Nur wenn man die Hand hineinsteckte und mit den Fingerspitzen über die Innenseite des Stoffes fuhr, konnte man sie spüren. Eine feine, erhabene Linie, einen winzigen Grat in der glatten, groben Fläche. Es war eine falsche Naht. Ein Zeichen, das niemand sehen würde. Eine winzige Komplikation in der ansonsten perfekten Einfachheit der vorgeschriebenen Form. In diesem unsichtbaren Stich lag eine ganze Philosophie der Rebellion. Man hatte die Farbe nicht wählen können, den Schnitt nicht bestimmen dürfen, die Länge der Kapuze nicht festlegen können. Aber man konnte entscheiden, wo eine nutzlose Naht hingehörte. Man konnte ein Geheimnis in das Gewebe einweben, ein winziges Stück persönliche Geographie auf der Landkarte der fremdbestimmten Kleidung. Diese Naht gehörte einem allein. Sie war ein stiller Beweis dafür, dass unter der Haut der Konformität noch ein Funke von Absicht lebte, von der Fähigkeit, eine eigene, bedeutungslose Markierung zu setzen. Als man das Hemd am nächsten Morgen anzog, war die Naht kaum spürbare Kitzel an der Innenseite des Arms. Bei jeder Bewegung, beim Tragen der Holzheimer, beim Schrubben der Töpfe, erinnerte sie eine mit ihrem sanften Widerstand an ihre Existenz. Sie war kein Schutz, gab keine Kraft. Aber sie war ein Denkmal, ein mikroskopisches Grabmal für die Individualität, die auf Finsterfell systematisch ausgelöscht wurde. In der Küche, während Bruder Hildebrand brüllte und der Herd grollte, strich der Daumen immer wieder über die Stelle am Ärmel, suchte die winzige Erhebung unter dem groben Leinen. Es war ein Akt der Erinnerung, ein stilles Mantra. Ich bin hier. Unter dieser Farbe, unter diesem Schnitt, unter all diesen Regeln bin ich hier. Und ich habe etwas hineingenäht, das nicht in den Vorschriften steht. Es war die kleinmöglichste Revolt, so winzig, dass sie selbst bei Entdeckung kaum eine Strafe nach sich gezogen hätte. Doch in der Ökonomie der Zelle, in der auf diese Bürgerfunke von Selbstbehauptung gegen die erdrückende Masse der Ordnung erkämpft werden musste, war sie von unschätzbarem Wert. Die falsche Naht war ein Schatz, unsichtbar und nutzlos für alle außer ihren Schöpfer, ein winziger Akt stiller Rebellion, der in der Dunkelheit unter dem Ärmel glühte, so sicher verwahrt wie das gefährlichste Geheimnis in der tiefsten Truhe des Bergfrieds. Der Frühling kam nicht mit sanften Lüften oder dem Grün der Knospen noch Finsterfells, sondern mit der Ankunft des Burgarztes. Meister Gottfried war ein schmaler, aschfahler Mann, dessen Hände, obwohl sauber, eine bleiche, fast durchscheinende Kälte auszuscheinen. Seine Ankunft wurde nicht angekündigt, aber sie durchlief die unteren Gewölbe wie ein elektrisierendes Gerücht. Eine Regel, alt wie die Mauern selbst, besagte, dass jeder Dienstbote im Frühjahr zur Säftebalance musste, ob er sich krank fühlte oder nicht. Die Gesundheit war hier kein individueller Zustand, sondern ein kollektiver Haushalt, der jährlich ausgeglichen werden musste, und die Währung war Blut. Die Prozedur fand in der alten Kapelle im Untergeschoss statt, einem Raum, der längst seiner heiligen Funktion entkleidet
und zu einem Lager für zerbrochene Möbel und nun zu dieser klinischen Zweckbestimmung umgewidmet worden war. Das Licht fiel schräg durch eine hohe, vergitterte Luke und schnitt eine schmale, staubige Bahn durch die Dunkelheit, in der die winzigen Partikel tanzten. In der Mitte stand ein grober Holztisch abgewetzt und mit dunklen, in das Holz eingebrannten Flecken gesprenkelt, die nicht näher betrachtet werden wollte. Meister Gottfried bereitete sein Werkzeug mit der ruhigen Sorgfalt eines Priesters vor der Kommunion. Auf einem kleinen, tragbaren Kohlebecken glühte bereits ein schmales, blattförmiges Messer, dessen Spitze sich langsam orange färbte. Daneben lagen saubere, grob Leinenstreifen, eine hölzerne Schüssel mit gewölbtem Boden und ein kleiner, verschlossener Tontopf, dessen Inhalt man nicht erraten konnte. Die Warteschlange bewegte sich in ehrfürchtiger Stille. Man sah die anderen Knechte und Mägde vor allem die Kapelle betreten und kurz darauf bleich und mit einem seltsam abwesenden Blick wieder herauskommend, den linken Arm an den Körper gepresst, als schütze man einen kostbaren, zerbrechlichen Schatz. Als man in der Reihe war, wies Meister Gottfried mit einer knappen Geste auf den Tisch. Die Anweisungen wurden nicht erteilt, sie wurden vorausgesetzt. Man setzte sich auf die harte Kante, legte den linken Arm mit der Innenseite nach oben auf das kalte Holz. Die Haut dort war blass, durchzogen von einem bläulichen Geflecht von Adern. Der Arzt ergriff den Arm, ohne Zögern. Seine kalten Finger testeten mit prüfendem Druck den Unterarm ab, setzten die pulsierende Rinne der Hauptader. Seine Berührung war unpersönlich, wie die eines Metzgers, der ein Stück Fleisch prüft. Fand, was suchte einen Punkt etwa 3 Finger breit unter der Ellbeuge. Zuerst kam die Binde, ein langer, schmaler Streifen aus steifem Leinen, den er straff oberhalb der ausgewählten Stelle um den Oberarm wickelte und mit einem schnellen, effizienten Noten sicketierend Noten. Der Druck war sofort spürbar, ein dumpfes, einschnürendes Gefühl, das den Puls im Handgelenk zu einem pochenden, unruhigen Hämmen beschleunigte. Die Ader unter seiner Fingerspitze schwoll an, trat als eine deutliche, bläuliche Schlange unter der Haut hervor. Meister Gottfried nickte zufrieden, dann nahm er das Messer vom Kohlebecken. Die Spitze glühte nicht mehr hell, sondern war von einem matten, dunklen Rot, das in der Dämmerung des Raumes gespenstisch leuchtete. Er hielt es einen Moment in der Luft, ließ es abkühlen, bis nur noch ein matter Wärmeschimmer übrig blieb. Keine Warnung, kein Blech wird es ein wenig zwicken. Seine Bewegung war eine einzige, fließende Geste. Er setzte die Klinge an die Preilader genau an den Punkt, den seine Finger markiert hatten, und führte einen schnellen, präzisen Schnitt aus. Es war kein tiefes Schneiden, sondern ein scharfes, brennendes Öffnen der Haut, gefolgt von einem sofortigen, dunklen Aufblühen. Das Blut kam nicht in einem Schwall, sondern rann in einem gleichmäßigen, dicken Strom. Meister Gottfried hielt die hölzerne Schüssel darunter, positionierte sie so, dass der dunkelrote Strahl genau in die Mulde traf. Das Geräusch war das Überraschendste. Ein sanftes, fast melodisches Plitsch-Platsch, als Tropfen auf Tropfen
in die trockene Holzbohlung fiel. Der Geruch stieg auf, metallisch und süßlich, fremd und doch zutiefst vertraut, der Geruch des eigenen Inneren, der nun in die Welt entlassen wurde. Man beobachtete, wie sich die Schüssel langsam füllt, das Blut in den Seiten hochkroch, eine glänzende, zähe Lacke bildete. Ein seltsames Gefühl der Leere breitete sich aus. Nicht schmerzhaft, sondern als ob eine schwere, warme Last aus dem Körper abfloss. Die Gedanken wurden schwammig, die Geräusche der Kapelle, das leise Knistern der Kohlen, das ferne Echo von Schritten im Korridor schienen gedämpft als läge Worte dazwischen. Der Blick wurde auf den dunkelroten Strom fixiert, der unaufhörlich aus der eigenen Armbeute quoll. Ein faszinierender und beruhigender Beweis für die eigene Verletzlichkeit und Flüssigkeit. Meister Gottfried beobachtete den Fluss mit der konzentrierten Aufmerksamkeit eines Mannes, der eine Brauerei überwacht. Noch eine Weile, als die Schüssel etwa zu einem Drittel gefüllt war und der Strahl merklich dünner wurde, lockerte er mit einer schnellen Bewegung die Binde. Der Druck ließ nach, und der Blutfluss verlangsamte sich sofort zu einem tröpfelnden Rinnsal. Er drückte einem sauberen Leinenlappen auf die Wunde, hielt ihn mit festem Druck, während er mit der freien Hand nach dem Tontopf griff. Er öffnete ihn, und ein beißender Geruch nach verbrannten Kräutern und Harz stieg auf. Er schüttete eine Handvoll einer dunklen, krümeligen Masse, eine Mischung aus geröstetem Schafswolle, verbranntem Weinlaub und vermutlich anderen geheimnisvollen Zutaten auf den Lappen und presste das Ganze mit neuer Kraft auf die Schnittwunde. Ein stechender, brennender Schmerz vor den Arm hinauf, scharf und reinigend, der die vorherige Betäubung durchbrach. Dann band er einen frischen Streifen Leinen fest, den Unterarm, wickelte ihn mehrmals und verknotet ihn sicher. Die Prozedere war beendet. Er nahm die blutschfüllte Schüssel und stellte sie behutsam auf einen kleinen Schimmel neben sich. Erst dann, als manchen taumelnd vom Tisch aufstand, den Kopf leicht und schwindelig, sprach Meister Gottfried. Seine Stimme war ruhig und sachlich, als würde er über das Wetter reden. Das Blut, sagte er, ohne einen anzusehen, während er seine Werkzeuge mit einem Lappen abwischte, wurde nicht wegschüttet. Das ist die Regel. Es muss in die Erde gegraben werden, tief an einem Ort, wo der Schatten der Burgmauer am Nachmittag darauf fällt. Er machte eine kleine Pause, ließ die Worte wirken. Dann kann es in falsche Hände geraten. Hexen, die im Wald lauern, oder die, die mit dem alten Bund stehen, könnten Macht darüber erlangen. Sie könnten es für Schädensauber verwenden. Gegen die Burg, gegen die Familie, gegen den, von dem es stammt. Er sagte es nicht als Drohung, sondern als einfache Tatsache. Ein Naturgesetz wie das der Schwerkraft. Die Regel des Vergrabens war kein Akt des Respekts, sondern der Abwehr. Das Blut war eine gefährliche Substanz, eine Essenz, die, einmal außerhalb des Körpers, böswilligen Einflüssen ausgesetzt war. Seine sichere Verwahrung in der reinigenden Erde war eine Pflicht, ein letzter Dienst, den man seinem eigenen Lebenssaft schuldete, um zu verhindern, dass er gegen einen verwendet wurde. Man verließ die Kapelle, der linke Arm brannte und pochte unter dem Verband. Ein dumpfer,
ein haltender Schmerz, der an die entnommene Substanz erinnerte. Die Welt schien ein wenig blasser, die Geräusche gedämpfter. Die Schwäche war nicht lähmend, sondern eine diffuse Müdigkeit, als wäre ein Teil der eigenen Wärme mit dem Blut davon geflossen. Doch der Aderlass war Pflicht, ein jährlicher Tribut an das Gleichgewicht der Säfte, wie es die alte Lehre forderte. Man hatte bezahlt. Die Schüssel mit dem dunklen, jetzt bereits stockenden Inhalt blieb zurück auf dem Schimmel ein stummes Zeugnis. Später wusste man, wurde der Stalljung, der für diese unheimliche Aufgabe abgestellt war. Sie vorsichtig hinaus in den Hof tragen, zu der Stelle, wo der Schatten der Nordmauer am Nachmittag lang und tief über dem Boden kroch. Er würde ein Loch graben, die Schüssel hineinleeren in die Erde, sorgfältig darüber schaufeln, als vergrube er ein Geheimnis. Und irgendwo da draußen in den dichten Wäldern unterhalb der Burg würden vielleicht wirklich Augen auf die steinernen Zinnen gerichtet sein, wartend auf eine Nachlässigkeit, auf einen Tropfen vergossenen Blutes, der Macht versprach. Die Regel war kein Aberglaub. Sie war eine Vorsichtsmaßnahme in einer Welt, in der die Grenze zwischen Medizin und Magie, zwischen Körper und Geist so dünn und durchlässig war wie die harte Marm und jeder Verlust eine potenzielle Waffe in den Händen der Unsichtbaren darstellte. Man drückte den Verband fester an die Wunde und spürte den pochenden Schmerz wie einen Herzschlag an der falschen Stelle, eine Erinnerung daran, dass man auf Finsterfels nicht einmal Herr über das war, was in den eigenen Adern floss. Diese Teilung kam ohne Wohlwarnung. Ein kurzer, scharfer Befehl des Küchenmeisters zwischen dem Ausladen eines Karrens voller Kohlrüben. Man solle sich soft im Swinger beim Hundemeister melden. Die Worte lösten unter den anderen Kästen einen fast unmerklichen, aber deutlichen Effekt aus. Ein leichtes Einziehen der Köpfe, ein Austausch schneller Blicke, die mehr sagten als jede warnen. Der Zwinger lag nicht im tiefsten Unterhof, sondern in einem separaten, überdachten Steingebäude an der Südseite der Burg, dort, wo die Morgensonne die Mauern traf und der Wind den schlimmsten Gestank fortwehte. Der Geruch, der einem entgegenschlug, als man die schwere Holztür öffnete, war nicht der von Schmutz und Elend, sondern ein komplexer, lebendiger Duft. Nach warmem Stroh, nach sauberem, trockenem Holz, nach dem süßlichen Hauch von gekochtem Fleisch und dem Dorfings, nach sauberem, trockenem Holz, nach dem süßlichen Hauch von gekochtem Fleisch. Animalischen Aroma Gesande, Hunde, die Halle war lang und hoch mit einer Reihe massiver, eichener Boxen an jeder Seite, deren Gitterstäbe so dick wie ein Mannsdarm waren. In jeder Box lag tiefes, frisches Stroh. In der Mitte verlief ein breiter, gekieselter Gang, der so sauber geschrubbt war, dass der Stein hell aufschimmerte. Und über allem thronte der Hundemeister Kuno, war ein Mann, dessen Körperbau an einen seiner Schützlinge erinnerte. Breit, muskulös, mit einem dichten, graumeligen Bart und Augen, die einen sofort einordneten, nicht als Person, sondern als sie, mit einem sofort einordneten, nicht als Person, sondern als potenzielle Störung oder nützliches Werkzeug. Man musste erahnen,
während mit einem scharfen Messer Langstreifen von rotem, frischem Fleisch von einem Knochen schnitt. Die wichtigste Regel, sagte seine Stimme ein tiefes, raues Knarren, die über dem leisen Winseln und Schnaufen der Hunde lag, sei einfach. Die Jagdhunde seien wertvoller als man selbst. Ein guter Hund war ein Jahr Arbeit und Zucht. Ein Knecht war in einer Woche ersetzt. Das sei keine Beleidigung, sondern eine Tatsache. Und die erste und letzte Konsequenz dieser Tatsache: Man dürfe einen Hund niemals beim Namen rufen. Deinen waren heilig, Eigentum des Meisters oder des Burgherrn persönlich. Sie waren klangvoll, oft aus der alten Sprache oder nach Helden der Familiensage benannt. Vorwald, Gerlinde, Volk, Isentrud. Sie aus dem Mund eines Knechtes zu hören, war eine Anmaßung, eine Verunreinigung der besonderen Bindung zwischen Herr und Tier. Stattdessen musste man mit Pfiffen oder generischen Rufen arbeiten. Ein Katze hoher Pfiff, Aufmerksamkeit zu erregen, ein gedehntes, sanftes Hier da, sie zu locken, ein scharfes Pfui oder Os, ein unerwünschtes Verhalten zu korrigieren. Die Namen blieben auf den Lippen der Macht vorbehalten. Kuno demonstrierte es, indem sich zu einer der Boxen wandte und mit meiner Stimme, die plötzlich weich und fast singend wurde, rief: Komm, Isentrud, mein Schatten. Eine riesige, schlanke Dog mit einem Fell wie poliertes Eisen und bernsteinfarbenen Augen erhob sich lautlos aus dem Stroh und schob ihre Schnauze durch die Gitterstäbe, ihn anzustupsen. Die Hunde selbst waren Geschöpfe von einer fast unheimlichen, edlen Schönheit. Es waren keine Hofköter, sondern lebendige Waffen, für eine einzige, blutige Aufgabe gezüchtet und trainiert. Die Windhunde, langgliedrig und sennig wie gespannte Bogen, lagen regungslos in ihrem Stroh, nur ihre dunklen Augen folgten jede Bewegung mit einer konzentrierten, kalten Intelligenz. Die schweren Saupacker, muskelbepackte Bestien mit gewaltigen Köpfen und kurzem, stacheligem Fell atmeten ruhig, aber ihre Kiefer schienen dazu geschaffen, Knochen zu zermalmen. Andeimutete Bracken mittelgroß, mit langen, schlappen Ohren und klugen, melancholischen Gesichtern waren die eigentlichen Jäger, die mit ihren Nasen eine Fährte über Stunden verfolgen konnten. Ihre Pflege war ein Ritual der Hingabe. Jeden Morgen wurden sie gebürstet, bis ihr Fell glänzte, ihre Ohren und Augen mit einem weichen Lappen gereinigt. Ihre Krallen auf scharfe Spitzen oder Risse kontrolliert. Ihr Wasser wurde zweimal täglich gewechselt, frisch aus dem Zisternenbrunnen. Ihr Futter war gekochtes, Getreide mit Fleischofellen und an Trainingstagen große Stücke rohen, blutigen Fleisches, das Kuno persönlich geteilte. Der Kontrast zum Leben des Personals war erbarmungslos und wurde nicht kommentiert, sondern war einfach da wie die Luft. Die Hunde schliefen auf trockenem Stroh, während die Knechte auf schimmeligen, klumpigen Säcken in feuchten Kammern lagen. Die Handi bekoten ihre Boxen, die sofort von einem zugeteilten Knecht gereinigt wurden. Die Abortgrube für das Personal wurde einmal die Woche geleert.
und der Gestank hing wie ein Fluch über dem gesamten Unterhof. Die Hände wurden bei Verletzungen vom Burgarzt persönlich behandelt. Ein kranker Knecht wurde in seine Kammer geschickt und bekam, wenn er Glück hatte, einen Trank aus der Kräuterkammer. Die edle Behandlung der Tiere war kein Akt der Tierliebe, sondern der Wertschätzung für ein funktionierendes Werkzeug. Sie waren ein verlängerter Arm der herrschaftlichen Macht, ein Symbol für Jagd, Krieg und Überlegenheit. Ein Knecht war ein verbrauchbarer Teil der Maschinerie, ersetzbar wie ein defekter Radnagel, während man schweigend dabei half, das verschmutzte Stroh aus den Boxen zu rächen und durch frisches, duftendes Heu vom Burgvorwerk zu ersetzen, erzählte Kuno fast beiläufig eine Geschichte. Es war die von Harold, einem Knecht vor vielen Jahren, der eine besondere Gabe für die Hunde gehabt haben soll. Sie hätten ihm gehorcht, wo sie andere ignorierten. Eines Tages, während der Bürger zur Jagd ritt und seine Lieblingsbracke, einen prächtigen Rüden namens Gaston, lockte, habe der Hund gezögert, ungewöhnlich träge gewirkt. Harold, in guter Absicht und vielleicht ein wenig stolz auf seine besondere Beziehung zu dem Tier, habe ausgerufen: »Komm schon, Gaston, beeil dich!« Er habe den Namen verwendet, klar und deutlich, genau wie der Bürger es tat. Die Jagdgesellschaft war noch im Hof, alle hörten es. Es folgte keine sofortige Bestrafung. Der Bürger ritt wortlos. Aber am Abend, als Harold die Hunde fütterte, kamen 2 Wachen in den Zwinger. Sie führten ihn ab. Man sah ihn 3 Tage später wieder, bleich und eingefallen. Er versuchte den Hunden Wasser zu bringen, aber als er den Eimer hob, bemerkte man, dass seine Bewegungen seltsam steif waren. Und dann, als Kuno ihm einen scharfen Befehl zuruf, öffnete Harold den Mund, zu antworten, und nichts kam heraus. Nur ein leises, kelliges Rasseln. Seine Zunge war fort, nicht abgeschnitten, wie man später erfuhr, sondern mit einer glühenden Zange an der Wurzel ausgebrannt. Ein Verfahren, das weniger Blutverlust, aber umso mehr dauerhafte Stille garantierte. Harold konnte nicht mehr sprechen, konnte keinen Namen mehr aussprechen. Er arbeitete noch ein halbes Jahr im Zwinger, ein stummer Geist, der die Boxen schrubbte, und das Futter vorbereitete, bevor er eines Nachts verschwand. Man munkelte, er sei in den Wald gelaufen, aber niemand suchte nach ihm. Seine Geschichte wurde lebendig, schreckliche Illustration der Regel. Die Anmaßung war nicht bestraft worden, sie war ausgelöscht worden. Die Sprache selbst, das Werkzeug der Vermessenheit, war ihm genommen worden. Man arbeitete also schweigend zwischen den Tieren. Die Hunde akzeptierten die Gegenwart, rochen in den Händen, ließen sich streicheln, wenn Kuno in der Nähe war. Ihre Körper waren warm und lebendig unter den glatten Fell, ihre Atemzüge regelmäßig und ruhig. Sie waren wunderschön in ihrer reinen, zweckbundenen Existenz. Doch in ihren Augen, diesem Spiegel einer anderen, instinktiven Welt, lag auch eine Warnung. Sie gehörten einer anderen Sphäre an, eine, die durch Namen und Blut mit der Macht verbunden war. Man konnte sie pflegen, füttern, reinigen, aber man durfte sie niemals beanspruchen, nicht einmal mit einem Laut. Die Stille der Arbeit im Zwinger war eine andere als die der nächtlichen Korridore.
Hier war sie nicht gespannt vor Geheimnissen, sondern erfüllt von der Präsenz dieser mächtigen, abhängigen Geschöpfe. Das Keuchen der Hunde, das Kratzen ihrer Krallen auf Holz, das leise Klappen der Metallschüsseln, das war die erlaubte Geräuschkulisse. Die menschliche Stimme war hier ein Fremdkörper, ein Risiko. Man bewegte sich mit ruhigen, vorhersehbaren Gesten, sprach, wenn überhaupt, nur in geflüsterten, einsilbigen Antworten auf Kunos Anweisungen. Die Hunde waren die Herren dieser Halle, und man war ihr stummer Diener, ein Teil des Möbels, das ihr Wohlbefinden sicherstellte. Die Demut, die man auf den Treppen und im Saal gelernt hatte, bekam hier eine neue, tierische Dimension. Man duckte sich nicht vor dem Blick, sondern vor der grundlegenden Wahrheit, dass auf Burg Finsterfels selbst ein Hund, wenn er den richtigen Namen trug, mehr Würde und Schutz genoss als ein Mensch ohne Stand. Die Regel war nicht grausam, sie war logisch. Sie schützte die Ordnung der Dinge, und in der Stille des Winters zwischen dem Wenn der schlafenden Tiere und dem rhythmischen Geräusch des Besenns über Stein verstand man, dass Überleben hier manchmal bedeutete, stiller zu sein als die Hunde, unsichtbarer als das Stroh, auf dem sie schliefen. Man war nur ein paar Hände, die den Kott wegräumten, und eine Stimme, die sich weigerte zu existieren, um nicht das Schicksal des stummen Harolds zu teilen. Die Ernte war angebracht, die Vorratskammern prall gefüllt mit Säcken voller Getreide, Fässern voller Äpfel und gesalzenem Fleisch. Auf Burg Finsterfels wurde dieser Umstand nicht mit ausgelassener Freude, sondern mit einem Ritual markiert, das so alt und eingraviert war wie die Steine der Fundamente des kleinen Erntefest für das Gesinde. Es war kein Fest, wie man es sich vorstellte. Es gab keine Musik, keinen Tanz, keine lauten Gelächter, die gegen die Gewölbedecken schlugen. Stattdessen herrschte eine gedämpfte, fast feierliche Stille in der großen Küche, wo die langen Tische aufgestellt worden waren. Die Belohnung für die Mühen der vergangenen Monate war bescheiden. Eine zusätzliche Portion des dünnen, trüben Hausbiers, das nach feuchtem Brot schmeckte, und ein fingerdickes Stück des harten, salzigen Bergkäses, der normalerweise den Ritter vorbehalten war. Die Portionen wurden mit ernster Sorgfalt ausgeteilt, als handle es sich um eine heilige Kommunion und nicht um eine milde Gabe. Doch bevor auch nur ein einziger Schluck getrunken oder ein Bissen gekaut werden durfte, spielte sich eine seltsame, beunruhigende Zeremonie ab. Bruder Hildebrand, der Küchenmeister, stand am Kopf des größten Tisches, flankiert von den ältesten Knechten, darunter der gebeugte Hager. Vor ihnen, auf dem kalten Steinboden direkt vor dem riesigen, rußgeschwärzten Kamin, stand eine flache, irdene Schale und ein einfacher Holzbecher. Der Küchenmeister füllte die erste Kanne des Festbiers bis zum Rand. Statt sie auszuteilen, hielt er sie über die Schale und goss langsam, mit einer fast zärtlichen Sorgfalt, den gesamten Inhalt hinein. Das Bier schäumte auf, sickerte dann in den porösen Ton und bildete eine kleine, braune Pfütze. Ebenso nahm er das erste Stück Käse von der Platte, ein größeres als alle anderen,
und legte es feierlich in den verschütteten Trank. Es schwamm einen Moment, bevor er sich vollsog und auf den Grund der Schale sank. Das war die Regel. Die erste Portion jede Schüssel. Die erste Kanne jeder neuen Füllung. Musste auf dem Boden für den Kamin verschüttet werden. Für die Alten, die Worte wurden von Hagar gemurmelt, nicht als Segen, sondern als eine notwendige, beschwörende Formel. Es war kein freudiges Opfer, keine Dankbarkeit für die Fülle, es war eine ängstliche Pflicht, eine Abgabe, die nicht aus Großzügigkeit, sondern aus Furcht geleistet wurde. Die Stimmung im Raum war nicht erwartungsvoll, sondern angespannt. Die Blicke der versammelten Knechte und Mägde waren nicht auf das eigene Bier gerichtet, sondern auf die schäbige Offerschale, als fürchteten sie, etwas darin bewege sich. Das Licht der Herdglut warf tanzende Schatten über die Szene, ließ die Gesichter der Anwesenden wie gespenstische Masken wirken. Hagar, dessen Augen in den tiefen Höhlen seines schrumpeligen Gesichts wie zwei glimmende Kohlen brannten, beugte sich vor, nachdem die Zeremonie abgeschlossen war. Seine Stimme war ein trockenes Flüstern, das nur für die in unmittelbarer Nähe bestimmt war, aber in der gespannten Stille durch die ganze Küche trug. Wer das vergisst, zischte er, wer auch nur einen Tropfen für sich behält, bevor die Alten ihr teilhaben, der bringt Unglück über die ganze Burg. Missernten, Krankheit, einstürzende Mauern. Er machte eine Pause, ließ die Worte ihre Wirkung entfalten. Seine Hand, noch schräg und von dunklen Flecken übersät, umklammerte den Rand des Tisches. Und er wird dafür verantwortlich gemacht. Nicht vom Burgherrn, von uns. Das Uns hing in der Luft, schwer und bedrohlich. Es war keine rechtliche Verantwortung, die er meinte, sondern etwas Archascheres, Blutigeres. Es war das Gesetz der Sippe, des Kollektivs, das einen Schuldigen finden und stellen würde, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, das er gestört hatte. Der Vergessliche würde nicht vor den Hofdach gestellt. Er würde in der Nacht von seinen eigenen Kameraden gefunden, mit gebrochenen Gliedern am Fuß der Burgmauer. Oder er würde in seinem Schlaf ersticken, ein unglücklicher Unfall. Die Regel des Opfers war also nicht nur eine Pflicht gegenüber den unsichtbaren Alten, sondern auch ein sozialer Pakt, ein kollektiver Schutzmechanismus. Die Einhaltung garantierte nicht nur das Wohlwollen der Geister, sondern auch das Wohlwollen der Geister, sondern auch das eigene Überleben vor der unmittelbaren, irdischen Rache der Gemeinschaft. Das Fest, das nun folgte, war das Gegenteil von festlich. Es war eine leise, mechanische Verrichtung. Die Menschen tranken ihr Bier in kleinen, bedächtigen Schlucken. Nicht aus Genuss, sondern um die Gabe zu konsumieren, die ihnen nach der Abgabe an die unsichtbaren Zustand. Der Käse wurde langsam gekaut, sein salziger, kräftiger Geschmack schien in der düsteren Atmosphäre fast eine Beleidigung. Gesprochen wurde wenig, wenn dann in gedämpften, einsilbigen Sätzen über die Arbeit des nächsten Tages. Es gab kein Zusammengehörigkeitsgefühl, keine Kameradschaft, die sich aus der gemeinsamen Feier speiste. Stattdessen lastete die Tradition wie ein nasses Tuch auf allen Schultern.
Jeder Blick, der ungewollt so Apfelschale am Kamin wanderte, war erfüllt von einer Mischung aus Furcht und Aberglauben. Wer waren die Alten? Niemand sprechte es aus. Aber die Geschichten, die im Flüsterten die Runde machten, waren düster. Es waren die Geister derer, die beim Bau der Burg umgekommen waren, in den Steinbrüchen verunglückt oder bei der Verteidigung gefallen. Es waren die Vorfahren des Bürgern, der im rachsüchtige Seelen noch immer durch die Gemäuer streiften. Oder es waren ältere, dunklere Wesen, die hier schon lebten, bevor der erste Stein gesetzt wurde, Wesen der Erde und des Felsens, die besänftigt werden mussten, damit sie die Fundamente nicht zum Wanken brachten. Die Schäl blieb die ganze Nacht, über dort stehen ein stummer Säuger. Das Bier verdunstete langsam, hinterließ einen klebrigen, säuerlichen Rand. Der Käse wurde hart und schimmelig. Niemand rührte sie an. Am nächsten Morgen vor der ersten Morgenglocke würde der jüngste Küchenjunge mit bebenden Händen die Schale aufheben und ihren Inhalt in eine speziell dafür bestimmte Grube im äußersten Winkel des Gemüsegartens kippen, wo nichts Essbares eingebaut wurde. Auch das war Teil des Rituals. Die Gabe durfte nicht von Mensch oder Tier verzehrt werden. Sie musste in die Erde zurückkehren, direkt und unvermittelt, als nähe man den Boden, selbst mit dem Geist der Burg. Man saß an seinem Platz, spürte das ungewohnte Gewicht des Käses im Magen und den leicht betäubenden Effekt des zusätzlichen Biers. Doch anstatt Wärme oder Zufriedenheit zu spüren, war man von einer tiefen, resignierten Kälte durchdrungen, selbst in einem Moment des vermeintlichen Überschusses, der knappen Belohnung, war die Burg nicht zu besiegen. Sie verwandelte Freude in Pflicht, Gemeinschaft in kollektive Angst, Geben in Schutzgelder. Das Fest der vergessenen Porschen war die perfekte Metapher für das Leben auf Finsterfels. Man bekam etwas, aber nur unter der Bedingung, dass man den wertvollsten, ersten Teil wegwarf, ein unsichtbarer, fordernder Mächte, deren Zorn schlimmer war als jeder irdische Herr. Die Freude wurde im Keim erstickt, bevor sie überhaupt aufkommen konnte, geopfert auf dem Altar einer Tradition, die aus purer Angst gespeist wurde. Man trank den letzten Schluck Bier aus und stellte den Becher ab. Der Geschmack war bitter, nicht von Hopfen, sondern von der Erkenntnis, dass selbst die einfachsten menschlichen Bedürfnisse nach Gemeinschaft, nach Gemeinfest, hier in ein starres, angstgetränktes Ritual gezwängt wurden, dessen einziger Zweck es war, die unsichtbaren Ketten der Ordnung noch fester zu schmieden. Das Fest war vorbei, aber die Last der Tradition blieb, schwerer und beständiger als der steinerne Kamin, vor dem die vergessene Portion langsam verdarb. Ein stummes Mahnmal für die Geister, da diese Burg vielleicht mehr bewohnten als die lebendigen Menschen, die in ihren kalten Mauern dienten. Es war kein dramatisches Ende, es gab keine Flucht bei Nacht, keine heldenhafte Konfrontation, keine plötzliche Begattung. Das Dienstjahr schmolz einfach dahin wie der letzte schmutzige Schnee an der Nordseite der Burgmauer, unmerklich, bis nur noch eine feuchte, dunkle Stelle auf dem Stein übrig blieb. Die Riegeln, die einst wie eiserne Fesseln geklommen hatten, waren nun zu einer zweiten Haut geworden, zu Reflexen, die schneller waren als der Gedanke,
Die Beine wischen auf der Wendeltreppe zur Seite, bevor das Ohr das Klirren der Sporen oder das Rascheln des Krähen der Sporen oder das Rascheln der Seite bewusst registrierte. Der Blick sank automatisch beim Betreten des Hofes, setzte den sicheren Fokuspunkt auf den eigenen stolpigen Stiefelsspitzen. Die Verbeugung für den Schmiedemeister hatte genau den richtigen Winkel, für den Stollknecht nur ein kurzes Neigen des Kopfes. Die Geometrie der Demut, so natürlichem Gangart geworden, eine stumme Sprache, die der Körper nun fließend sprach. Die Tage verliefen in demselben hotten Rhythmus wie immer. Holzhacken, Wasser tragen, Topf scheuern, die nie endenden Kreisläufe von Schmutz und notdürftiger Reinigung. Doch die innere Anspannung, die stete Angst, einen verhängnisvollen Fehler zu begehen, hatte sich gelegt. Sie war ersetzt worden durch eine Art wachsame Trance, eine routinierte Wachsamkeit, die keinen Raum mehr für Überraschung ließ. Man wusste, wo man bei Regen zu gehen hatte, welche Psutzen adliges Wasser enthielten. Man wusste, wann im Korridor Stille zu herrschen hatte und welche Geräusche man nicht hören durfte. Man wusste, wie das Hemd zu sitzen hatte und dass die falsche Naht an der Innenseite des Ärmels niemandem auffiel außer einem selbst. Das Überleben war zur Gewohnheit geworden. Eines Morgens, als die Herbsen schräg durch den Hof schnitt und die Luft nach kaltem Rauch und feuchtem Laub, roch war man dabei, einen großen Eichenklotz für den Küchenherd zu spalten. Die Axt saß sicher in den Händen. Der Schwung war ökonomisch und präzise. Jedes Aufprallen ein sauberes, spaltendes Crack, das ein Echo von der Steinwand zurückwarf. Dann beim Bücking die Hälften auf den Karren zu laden sah man ihn. Einen neuen Knecht, der gerade durch das Haupttor geführt wurde. Sein Blick irrte über den Hof, weit aufgerissen, trank die bedrohliche Höhe der Mauern, die fremden Gesichter, die ihn musterten, ohne ihn wirklich zu sehen. Sein Mund stand nun spalt offen, als hätte er vergessen, wie man ihn schließt. In seinen Augen stand eine Mischung. In seinen Augen stand eine Mischung aus nackter Verwirrung und einer noch ungeformten, aber bereits greifbaren Angst. Es war der Blick eines Tieres, das in eine Falle getappt ist, und es beginnt, die Enge der Eisen zu begreifen. Man erkennt ihn sofort. Es war der eigene Blick vor fast einem Jahr an genau dieser Stelle. Dieser verlorene Suche nach einem Ankerpunkt in dieser feindseligen Architektur. Dieselbe stumme Frage nach den Regeln, die noch niemand ausgesprochen hatte. Für einen Herzschlag blieb man stehen, die Axt locker in der Hand, und beobachtete ihn, wie er unsicher dem fettglänzenden Küchenknecht folgte, der ihn ins Innere führen würde, zu der schimmeligen Kammer im Zwinger. Man sagte nichts. Es gab nichts zu sagen. Keine Warnung konnte die Lektionen ersetzen, die nur durch kalte Steine, durch demütigende Blicke und durch die stille, allgegenwärtige Drohung der Peitsche gelernt werden konnten. Jede Mastese, Landkarte der Unterwerfung. Selbst erkunden, jeden Abgrund selbst erspüren. In diesem Moment kam der Schmied die Treppe vom Unterhof herauf, eine schwere Eisentür auf der Schulter tragend. Sein massiver Körper füllte den schmalen Durchgang fast vollständig aus,
Ohne zu denken, ohne auch nur einen bewussten Befehl zu geben, trat man zur Seite, presste sich flach gegen die raue Mauer des Holzschuppens, senkte den Blick auf den staubigen Boden. Der Schmied stampfte vorbei, sein Atem ging schwer. Er bemerkte die Gäste nicht einmal, sie war so selbstverständlich geworden, wie das Atmen. Der neue Knecht blieb stehen, verwirrt von der plötzlichen Bewegung, und starrte den vorbeiziehenden Schmied an, ein direkter, unvorsichtiger Blick. Der Schmied warf ihm einen kurzen, finsteren Blick zu, ein unmissverständliches Donnerwetter, das in der Luft hing. Der Neue zuckte zusammen, sein Gesicht erbleichte und er senkte hastig den Kopf. Die erste Lektion Moor erteilt. Die Geometrie der Damit hatte einen neuen Schüler gefunden. Man richtete sich wieder auf, hob die Axt. Der gleichmäßige, beruhigende Rhythmus der Arbeit nahm einen wieder auf. Crack, ein Spalt, Crack, ein weiterer Feuer. Man hatte überlebt, nicht durch Heldentum oder List, sondern durch die langsam vollständige Assimilation. Man war ein Teil des seltsamen, starren Organismus der Burg geworden, eine Zelle in seinem steinernen Körper, die wusste, wie man sich zu bewegen hatte, um nicht abgestoßen zu werden. Das war der wahre Abschluss des Dienstjahres. Nicht die Freiheit, die vor der Tür wartete, sondern diese tiefe, unerschütterliche Vertrautheit mit dem Gefängnis. Man hörte den schrillen Ruf eines Falken hoch über den Zinnen, ein freies, klares Geräusch gegen den bleiernen Himmel. Doch selbst dieser Ruf gehörte nun zur Klanglandschaft von Finsterfels, war ein Teil ihres Atems, manhackig weiter. Das Holz spaltete sich willig. Die Burg am einen herumstand, still und unverrückbar, und für eine Weile, für diese letzten Tage, war man nicht mehr ihr Feind, nicht mehr ihr Opfer, sondern einfach ein winziger, funktionierender Teil von ihr. Das war der einzige Frieden, den sie zugeben hatte.